Nach der super Erfahrung von letztem Jahr mit der Tour de Ciel sind wir dieses Jahr auf der Haute-Route unterwegs. Die erste Etappe führt vom Mont Fort über die La Rosa Blanche bis zur Cabane de Prafleurie. Wir sind mit dem Zug aus Rüti losgefahren nach Verbier. Von Verbier mit der Bergbahn bis ganz hoch auf den Mont Fort. Vom Mont Fort gab es die Backside-Abfahrt. Das ist eine beliebte Freeride-Route. Da gibt es mehrere Varianten. Und wir haben uns dafür einen Klassiker entschieden, der zwei sehr steile Rinnen hatte. Aber der Schnee war leicht angeführend und es ging eigentlich super zu fahren. Von dort aus sind wir dann aus der Zivilisation runter auf den Gletscher gefahren und haben bei Sonne ohne Wind angefällt und erstmal direkt alles ausgezogen bis aufs Unterhemd, weil einfach super Wetter war. Ja, so sind wir ganz sachte den Gletscher hochgestiegen, hatten eine erste Steilstufe und konnten dann ja ein Gletschertor sehen. Das war ein riesiger Halbkreis, mega hoch, ich schätze mal über 10 Meter. Und was ich noch ganz besonders fand, war den Gletscher anzufassen. Der hat sich wirklich so trocken angefühlt, also gar nicht wie Eis, es ist nicht unterm Finger geschmolzen, fast wie Plastik. Er war ganz, ganz, ganz glatt. Ja, nach dem kleinen Ausflug, der übrigens auch sehr kalt war, sind wir wieder zurück auf den Gletscher und ganz entspannt zu unserem ersten Gipfel des Tages, der La Rosa Blanche. Dort oben hatten wir wirklich auch ein phänomenales Panorama, haben uns aber dann entschieden, dass wir den Rosa Blanche überschreiten, sind nur ein Stück mit Skiern gefahren. Und dann sind wir durch eine Rinne mit Pickel und Skiern am Rücken abgestiegen, konnten danach die Skier anziehen, hatten eine coole Abfahrt in einem schönen Nordhang, nicht zu steil. Dann ging es nochmal auf ein nächstes Col hoch, haben da nochmal ausgiebig Pause gemacht, den Sonnenuntergang geschaut und haben jetzt hier die letzte Abfahrt zur Hütte. Wir sind von da vorne gekommen und freuen uns dann auf morgen. Ja, wir sind heute Morgen nach einem sehr erholsamen, entspannten Abend in der Cabane de Prafleurie gestartet. Die war angenehm leer. Also wir hatten eigentlich einen ganzen Schlag Betten für uns alleine, hatten da wirklich mal 10 Stunden Schlaf nachgeholt. So war ich dann auch am nächsten Tag wieder topfit. Weiter geht es über das Col de Raux, vorbei am Lac de Dies und nach einem Abstecher auf die La Luette zur Cabane de Dies. Und ja, dann ging es los übers Col de Raux. Das war jetzt nicht sonderlich schwierig, das war einfach ein bisschen steiler Richtung Ende. Konnte entspannt rüber und dann in einer langen Traverse am Seeufer lang konnten wir dann abfahren. Es ging noch erstaunlich weit, ohne dass wir anfällen mussten. Haben dann irgendwann auf Fälle gewechselt und sind dann was steiler hoch Richtung Cabane de Dies gelaufen. Hatten uns dann aber ein bisschen weiter rechts gehalten von der Normalroute, weil wir dann doch an dem etwas kurzen Tag noch einen Gipfel mitnehmen wollten und sind dann Richtung La Luette aufgestiegen. Und sind nicht ganz bis zum Gipfel gekommen, weil das Wetter dann langsam immer schlechter wurde, wie vorhergesagt. Dass die Sicht was eingeschränkt war und es was kälter wurde. Und so sind wir nicht mehr ganz bis zum Gipfel, nur oben bis zum Grat gegangen. Kurz Pause gemacht
und dann auch abgefahren Richtung Cabane de Dies. Wo wir jetzt eingetroffen sind. Bis jetzt eine sehr schöne Hütte, auch mit noch sehr coolem Außenbereich hier mit einem Zelt, wo wir jetzt wahrscheinlich noch was entspannen werden. Und genau, dann freuen wir uns auf den nächsten Tag. Erstmal hatten wir gestern Nachmittag noch einen richtig coolen Tag auf der Cabane de Dies. Das war ein bisschen eine Hipsterhütte mit einem richtig coolen Zelt draußen. Als die Sonne reinkam, war es da total warm. Da haben wir erstmal noch ein bisschen Nickerchen gemacht. Dann gab es drin irgendwie ganz viele Musikinstrumente, viele Bilder, eine Playstation oder Nintendo, keine Ahnung, irgendwas zum Spielen. Und es war die ganze Zeit coole Musik an, also mir hat die Hütte richtig gut gefallen. Von der Cabane de Dies zwingt das Wetter zum Umdenken. Nicht über die Pigne d'Arolla, sondern über den rauen Pas de Chèvre hinab Richtung Arolla. Von dort beginnt der Aufstieg zum heutigen Ziel, der Cabane des Vignettes auf 3160 Metern. Also sind wir morgens los, Frühstück um 6 Uhr, gemütlich, und dann kurz nach 7 los mit schlechter Sicht und Wind sind wir abgefahren und haben uns dafür entschieden, die passive Variante zu nehmen, und zwar nicht über die Pigne d'Arolla, sondern über das Tal Arolla. Dafür sind wir dann zuerst aufgestiegen durch das Col de Chauvet. Da konnte man flach hinlaufen, ging dann immer steiler bergauf, bis wir irgendwann mit Skiern nicht mehr weiterkamen. Dann haben wir die abgezogen, Skier auf dem Rucksack, sind noch senkrecht mit den Skiern auf dem Rucksack und auf den Schuhen einfach hoch. Es war schon gut eingetretene Treppe vorhanden. Und am Ende ging es dann über in eine Leiter mit einem Zwischenplateau und dann einer weiteren Leiter. Das konnte man aber super gut machen. Ja, da war auch dann schon unser größter Feind des Tages gut vorhanden, nämlich der Wind. Auf dem Col oben haben wir schnell die Skier angezogen, sind runtergefahren Richtung Arolla. Hatten die Abfahrt gar nicht so cool wie gedacht, weil es kam zwar einiges an Neuschnee, aber da war der schon etwas verblasen. Sind dann weiter unten auf die Piste gekommen, da war noch leichter Neuschnee drauf, das war total cool, das Stück Piste zu fahren. Sind dann über die Moräne vom alten Gletscher rübergekreuzt, haben angefällt und sind aufgestiegen zur Cabane de Vignettes. Das ging soweit gut, die Sicht ist immer besser geworden, es war sogar sonnig, aber einfach sehr, sehr windig, was das Ganze anstrengend gemacht hat. Zudem mussten wir eigentlich fast alle Spuren. Unser amerikanisches Team hat uns hier ab 2800 Meter unterstützt und hat den Rest gespurt, sodass wir dann mit voller Montur eingepackt hier oben im Wind angekommen sind und waren dann froh, in der Hütte zu sein. Wir hatten für uns noch im Kopf, ob wir nicht doch noch auf die Pigne d'Arolla gehen am Nachmittag. Haben uns immer wieder so beobachtet, aber bis 2, halb 3 war es immer noch sehr windig. Haben dann entschieden, es ist zu spät. Und ja, haben einfach heute einen gemütlichen Tag auf der Hütte verbracht. Eine ordentliche Jause gegessen. Das und ich sind jetzt sehr, sehr satt, würde ich sagen. Haben das Video hier versucht aufzunehmen, was einfach viel zu wenig war, nichts gehört. Und sind jetzt noch mal quasi eine Stunde vorm Abendessen rausgegangen. Richtig cool, Drohne geflogen und machen jetzt die Aufnahme. Und wir freuen uns total auf morgen. Ich meine, schaut euch das an. Da geht es morgen dann. Noch keine Spur vorhanden. Das wird ein super Tag. Auch sehr lang. Bis damals 7 Stunden. Aber ich glaube, wir sind fit, gut vorbereitet, starten früh. Das wird perfekt. Die finale Etappe beginnt an der Cabane de Vignettes, hinauf zum Col de l'Évêque, der Übergang in eine weitere hochalpine Welt. Nach der Abfahrt führt der Weg weiter über das Col du Mont Brûlé bis auf den Gipfel des Tête de Valpelline. Von dort beginnt auf 3800 Metern die lange letzte Abfahrt bis hinunter nach Zermatt. Erst über zerrissene Gletscher, dann immer flacher werdend bis zur Staffelalp und schließlich auf der Skipiste bis ins Tal.
sind wir da ja gegen 6 aufgebrochen und dann erstmal abgefahren Richtung Gletscher, um unten dann anzufällen und Richtung Col de Vec aufzusteigen. Wir hatten Glück, dass wir eine große Bergführergruppe vor uns hatte, die uns schon eine wunderschöne Spur da hochgelegt hatte. Und genau, das ging gut. Das Col de Vec war nicht besonders anspruchsvoll. Man konnte eigentlich mit Skiern bis oben drauf laufen und dann auf der anderen Seite abfahren. Das war echt cool. Durch die gute Neuschneeauflage hatten wir da eigentlich eine sehr, sehr coole Abfahrt runter und kamen dann von da in wieder ganz neues Gelände. Wo es dann auch wieder gemächlich auf das Col du Mont Brûlé zuging. Das war wirklich ganz unten sehr steil, also schon auf jeden Fall steiler als 45 Grad. Und man musste dann mit Steigeisen und Picke sind wir da hoch. Es hatte sehr guten Trittschnee drin und auch da waren wir wieder froh, dass wir nicht gerade die Ersten an dem Tag waren. So konnten wir da entspannt in gemachte Fußtritte treten, um uns da hochzuarbeiten. Da dann wieder abgefällt und dann ging es auf in die nächste Abfahrt. Ja, von da ging es dann wieder sanfte Gletscher weiter nach oben auf die Tête Blanche zu, allerdings nicht direkt zum Gipfel, sondern unterhalb der Felskante waren wir unterwegs zum Col de Valepine auf 3500 Meter. Da angekommen war das Wetter noch so großartig und der Schnee war perfekt, dass wir erstmal in der großen Euphorie gedacht haben, ja, wir nehmen noch einen Gipfel mit und haben uns dann rechts gehalten, um den Tête de Valepine zu erreichen. Wir dachten, wir schaffen es noch bis zum Gipfel, aber während des Aufstiegs ist das Wetter dann rapide schlechter geworden. Also man hat schon aus der Ferne gesehen, dass die Wolken näher kommen. So haben wir dann eigentlich 40 Höhenmeter unterm Gipfel dann doch entschieden, jetzt schnell noch die Abfahrt, dass wir wirklich, glaube ich, die coolste Abfahrt noch bei guter Sicht erleben können und dann nicht in die Wolken reinkommen. Hat sich dann auch, glaube ich, als genau die richtige Entscheidung rausgestellt und sind dann quasi mit der Wolkenuntergrenze durch wirklich eine super beeindruckende Gletscherlandschaft abgefahren Richtung Zermatt. Oben hat es wirklich noch super Schnee gehabt. Wir konnten da wirklich noch Hammer fahren. Nach unten war es dann ein bisschen durchwachsener. Aber alles in allem wirklich einer der beeindruckendsten Skiabfahrten. Da waren wir uns, glaube ich, alle beide einig. Das schlängelte sich da ganz toll durchs extrem vergletscherte Gelände zwischen den 4000ern durch. Wirklich sehr beeindruckend und kamen dann auch in einer guten Ziehwegspur dann bis unten an der Staffelalp in Zermatt und konnten dann da auf die Skipiste wechseln, um dann noch die letzten 400 Höhenmeter auf der Skipiste bis nach Zermatt abzufahren, um dann uns aufzumachen Richtung Bahnhof. Back on the groomers. Last meter to Zermatt. Und genau da sind wir jetzt angekommen. Hier mitten in Zermatt am Dorfplatz mit dem Matterhorn noch im Hintergrund und blicken zurück auf eine wirklich tolle 4 Tage in hochalpiner Landschaft, oder? Ja, es war wieder richtig, richtig geil. Wir hatten mal wieder einen Schlechtwettertag wie bei der Otrut, wo wir ein bisschen näher abweichen mussten, aber im Nachhinein eigentlich perfekt. So hatten wir heute den super Schnee und das war es mehr als wert und mit ein bisschen Glück schaffen wir dieses Jahr ja nochmal eine Skitour, wo wir dann die fehlenden Gipfel, den Finderroller nachholen können. Was ich richtig geil fand, war, wir hatten voll leere Hütten. Ja, stimmt. Ja, der eine Schlechtwettertag hat, glaube ich, einfach viele abgeschreckt. Und dadurch hatten wir wirklich leere Hütten und Top-Schnee. Ja, und
ansonsten war das weniger anspruchsvoll wie die Tour de Ciel. Wir konnten eigentlich bis auf den Col du Mont Brûlé immer die Ski anlassen. Und bei der Rosa Blanche Überschreitung, aber die haben wir uns ja selber zusätzlich ausgesucht. Und ansonsten ist es super Infrastruktur mit den hohen Gletschern, das hatte was. Ein Glück mit viel Schnee. Spalten waren kein Thema. Und ja, eigentlich bis auf den letzten Tag heute waren wir auch oft so alleine unterwegs. Oder es war auch recht leer auf dem Berg. Und heute war ein bisschen Ameisebahn. Aber dadurch, dass die Gletscher so breit sind, ist es eigentlich zu Abfahren egal. Und zum Aufsteigen waren wir froh, dass wir die Forderung müssen. Ja, genau. Eigentlich waren wir genauso schnell da wie die anderen, aber konnten immer gemütlich Pause machen und Drohne fliegen und filmen. Und hatten dadurch einen deutlich entspannteren Tag, auf jeden Fall, als wenn wir los Spuren müssen. Ne? Auf jeden Fall, ja. Konnten wir uns nochmal auspowern auf den letzten Weg zum Gipfel, wo wir ja leider das Wetter dazwischen gefunkt hat, aber war auch die richtige Entscheidung. Genau, ja. Ja, also alles in allem würde ich sagen, kann man definitiv empfehlen. Hätten wir besser mal vor der Tour gesehen. Ja, wäre eigentlich besser zum Reinkommen, ne? Ja, aber ja, so Aber hat haben es wir alles bei- geschlagen. Und auf der Abfahrt haben wir noch gesagt, dass das die coolste Skitour ist, die wir bis jetzt gemacht haben, der letzte Tag. Ja, die ganze Zeit in hochalpinen Gelände, geile Abfahrten und Ja, kann man auch wirklich nur so machen, wenn man Rock hat, ne? Von Arolla nach Zermatt. ist sicher nicht das letzte Mal gewesen. Ja. Ja, und genau. Und wir haben ja unterwegs viele neue Varianten dann auch noch auf der Karte entdeckt, die man auf jeden Fall dann noch machen kann. Also das Gelände ist lange noch nicht durchgespielt. Die Hauptrouten jetzt mal gemacht, aber auch viel zu erleben da. Oh, genau. Das war's, oder? Aber das war's.